Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns heute an die Veränderungen der nächsten 14 Tage fürs Kollektiv. Welche Themen sind auffällig? An was können wir dran gehen? Was zeigt sich hier im Feld? Und ich bin wie immer gespannt. Das Außen hat sich umgedreht. Das Sehen und Gesehen werden. Die Möglichkeit, sich zu zeigen oder präsent zu sein und sich damit eine neue Tür zu öffnen. Das kann jetzt hier im beruflichen Bereich sein. Ich habe aber auch gleich das Gefühl gehabt, es geht darum, an die Themen ranzugehen, wie man selbstsicher mit dem Außen umgeht, wie man sich stabil fühlt. Ich hatte letztens eine Begegnung, die hat mich wahrlich aus den Socken gehauen. Ich war in einem Kiosk und wurde da angegangen vom Verkäufer. Und ich habe dann nach langem, habe ich was zurückgesagt, nämlich, Sie sind ganz schön grantig. Aber ich wollte einfach nicht als Opfer da rausgehen und es ist mir sehr schwer gefallen, aber ich habe es gemacht und ich sehe das absolut nicht mehr ein, dass man sich vom Außen immer wieder umschmeißen lassen darf. Ne? Das kostet Übung, es war auch kein gutes Gefühl, aber ich habe es geschafft. Und ich glaube, um sowas geht es, stabiler im Außen aufzutreten, gerade auch wenn Sachen auf einen zukommen, mit denen du nicht rechnest. Wer wird schon in einem Kiosk beschimpft? Ne? Das ist ja, da rechnest du ja nicht damit. So, dann haben wir die Wunscherfüllungskarte am beruflichen Bereich. Vielleicht auch bei all denen, die beruflich unterwegs sind oder die eine neue berufliche Reise anstreben. Und wir haben die Wunscherfüllungskarte im Haus des Hauses. Das ist alles, was aus dem Umfeld wirkt, was eine stabile Qualität mitbringt. Vielleicht auch häusliche Dinge, die wir regeln, finanzielle. Ja, aber die Finanzen im Haus des Baumes drin. Ja. Hier kann sein, dass man langfristig Ziele umsetzt, die man im beruflichen Bereich hatte. Es kann sich hier auch etwas auszahlen, bei dem man mal schon jetzt einen Schnitt gemacht hat, ne? Wo man aufgeklärt hat, wo man gedacht hat, ich kann das so und so nicht mehr weitermachen, ich brauche einen anderen Weg. Und alles, was Umweg, Verstrickung, Konflikt mitgebracht hat, endet hier mit der Möglichkeit, sich auf dem kurzen Weg vielleicht auch auf 2 Bereichen einen sicheren Boden zu platzieren. Bei vielen sehe ich irgendwie Umstrukturierungen im Bereich der Chefs, der Vorgesetzten. Möglicherweise wird man selber zum Chef oder zum Vorgesetzten. Auf jeden Fall so Umbrüche und Veränderungen in diesem Bereich. Die Wunscherfüllungskarte hat sich eigentlich hier oben sehr schön platziert, denn sie strahlt jetzt über das ganze Deck. Wir haben hier Beruf, Veränderungen emotionaler Art, Finanzen auch mit dabei. Und überall da, wo du sagst, ich habe einen kleinen Giftstachel emotionaler Art sitzen. Wir können auch Leute sein, die sehr viel bewegen in einem, zunächst mal auf der emotionalen Ebene, die dir helfen, über eine Wunde, einen Schmerz drüber zu kommen oder dir einen klaren Impuls oder eine Möglichkeit geben, deine Wünsche zu erfüllen. Ich habe hier sehr viele Kontakte, Konversationen, Gespräche. Es kann ja auch um die Eltern gehen, um Vorgesetzte, um irgendwelche Personen, die auf das Leben jedes Einzelnen mit einwirken. Hier kommt irgendwo in ein Lebensthema,
das viel Stress, Aufregung und Verwundung und Konflikt mitgebracht hat, eine andere Ruhe rein. Ich habe eine andere Qualität auch von ich nenne es mal ein neues Wachstum, Erfrischung auf der seelischen Ebene, beruhigendere Infos, sowas alles. Ich habe die Veränderungen, das ist wieder so schön mit dem Kleehaus, ja. Der Klee im Haus der Störche, das sind wirklich die kurzfristigen und wir fragen ja nach 2 Tagen, 2 Wochen die nächste Zeit einfach ab und da sind fast alle Hauptthemen dabei, ne? Wenden auch auf einem kurzen Weg. Hier ist das Haus. Hier kann sein, dass es um Veränderungen im häuslichen Bereich auch geht. Gute Möglichkeiten für eine neue Wohnung, für einen Immobilienverkauf, für ein gutes Angebot. Blockaden emotionaler Art oder auch die durch irgendwelche Hindernisse, die mit Kontakten oder mit Kommunikation zu tun hatten. Also Beispiel, du wartest auf eine Antwort, vorher kannst du nicht loslegen. Das könnte hier sehr gut in den Flow kommen. Hier gibt es Entscheidungen, die betreffen die Familien. Es kann auch jemand aus der Vergangenheit nochmal sein. Nichtsdestotrotz ist da ist eine große Auflösung durch Personen, durch Umstände, durch Emotionen. Es kann ja auch sein, dass dir irgendjemand etwas hinterlässt oder dir Gutes hinterlässt und es dann sozusagen das Familienleben wieder ins Rollen bringt. Also alle Familienmitglieder haben hier dann etwas mit zu tun und es geht um Wege, die unsere Herzensangelegenheiten betreffen. Entscheidungen, die wir von Herzen fällen, all sowas. Man sieht hier die kurzen Wege, man sieht im Haus der Wege, dass irgendwo Harmonie reinkommt. Das hier unten ist jetzt schon sehr speziell. Hier geht es auch um die Partner, um die Herausforderungen des Gegenübers. Es geht ein bisschen darum, dass, seht ihr wieder nichts, dass wir vielleicht ein Gegenüber haben, dessen Schicksal wir miterleben oder auch nicht austragen können richtig. Wir verstehen, dass wir auf vieles Einfluss haben, auf vieles aber auch nicht. Guckt mal, das ist auch irgendwie schön. Hier hat man so, die Sonne liegt im Haus der Sonne, sie spiegelt mit den Sternen. Ne? Die Sterne liegen hier noch im Hause des Buches drin. Hier kann sich eine ganz neue Erfahrung auftun. Eine Wende auch da, wo man in Beziehungen andere Wege gehen muss. Oder hier guckt auch jemand auf einen ganz schönen Weg drauf, der im Thema Beziehungen, Verbindlichkeiten ein Hoch mitbringt. Das Buch geht hier raus. Wir haben im Haus des Buches die Sterne drin. Hier gibt es Themen mit den Finanzen zu klären. Ne? Das betrifft, guckt euch mal das an, das ist echt gigantisch. Ich glaube, auch das hatte ich so noch nie. Ich brauche einen Stift. So, hier guckt euch das mal an, diese Personen, die hier liegen. Nur Personen in dieser Reihe. Das unten können die Arbeitskollegen sein, das können die eigenen erwachsenen Kinder sein, die hier eine Lösung finden, beruflich weiterzukommen.
Das sind wir selber mit dabei in dieser Linie. Das ist das Gegenüber oder das Wunschgegenüber. Das ist die Mutterfigur, die Rivalin, was auch immer, die Chefin, die Energie vielleicht auch dieser Qualität. Und hier ist das Geld und es geht darum, wie bleibt mir das Geld treu, wie dient es allen und wie vermehren wir es. Die Fische liegen im Baum, im Haus des Baumes drin und wir haben im Haus des Baumes die Finanzen an sich drin. Ich glaube, das ist gar nicht mal so unser persönliches Geld, sondern es ist das Geld derer, die um uns herum sind. Hier auch nochmal Wechsel auf der Ebene des Kollegenkreises, neue Verbindungen, Verbindlichkeiten. Es kann ja auch irgendwo sein, dass ihr eine Zusage kriegt von einem Amt, einer Behörde. Hat auf jeden Fall etwas mit der Arbeit zu tun. Hier liegt auch die Arbeit daran, wie wir uns selber ganz gut selbsttreu bleiben können, obwohl wir sehr viele Einflüsse haben von außen. Spannend. Was möchte uns unsere Seele sagen zu diesen Themen? Was ich auch habe, das ist hier sehr speziell, hier kann auch ein Mensch ins Leben kommen, den könnt ihr aus dem Bereich Arbeit kennen oder so. Vielleicht kennt ihr ihn schon, man sieht so einen Schicksalspartner, wo aus Liebe Freundschaft werden kann oder wo eine Situation, die in der Distanz war, wieder aufeinander zugeht. Also nächste 14 Tage haben wir das Thema Ausmisten. Da ist es so, dass man eine besondere Energie des Loslassens hat. Denn wenn man im Außen etwas loslässt, erleichtert sich auch das Innere. Hier geht es mit offenen Augen darum, auch zu gucken, was brauche ich noch, welche Dinge gehören nicht mehr zu mir. Es war also eine innere Reinigung auch. Die Motte, es geht um die Gebundenheit. Motten fliegen um dein Licht. Und hier geht es auch um die Unvergänglichkeit. Es geht darum, etwas zu erlösen, was angebunden ist. Das kriegen wir hier gut hin. Ne? Wir haben den Ring, die Sonne daneben und die Wege. Hier findet man eine andere Art, aus einem Kreislauf auszusteigen. Hier geht es tatsächlich um das Entfesseln, alte Verbindungen, Verpflichtungen, Verträge aufzulösen, auch auf der seelischen Ebene. Ne? Und es geht um das Finden der wahren Schätze. Ja, und wieder mal darf Altes gehen und Neues kommen. Das ist ein ewiger Kreislauf. Es geht auch darum, in dieser Zeit hinzuschauen, anzuhalten. Was beschäftigt einen immer wieder, obwohl es schon längst vorbei ist? Gibt es Träume, die immer wieder kommen? Was zieht einen immer wieder in die Vergangenheit und lässt uns im Hier und Jetzt nicht leben? Was braucht noch mehr Würdigung, Anerkennung? Wo muss man noch etwas vergeben? Und die Motte zeigt, dass der Weg jetzt frei wird für die Erkenntnisse, eine Lehre aus einem Kapitel zu ziehen und darin Erlösung zu finden. Guckt mal, wir haben, dass wir das hinter uns lassen können. Ne? Hier wird auf unserer Lebensreise ein ganz spezielles Kapitel angezeigt und es liegt uns im Rücken und wir können Distanz davon aufnehmen, dafür. Hier haben wir zwei Vögel, sucht euch einen aus. Sie haben hier den Kleiber und hier den Sperling.
Ich würde den Sperling nehmen. Ist ja auch die Nummer 33. Ne? Da hat man eine besondere Aufgabe, einen Bewusstseinssprung. Ich komme in dein Leben und bringe dir Antriebskraft, Genauigkeit und Freiheit. Gehe durch die dunklen Phasen und das Licht macht sich breit. Es wird hell und klar in deinem Leben. Und der Kleiber hat: Ich komme in dein Leben und bringe dir Halt, Sicherheit und Schwung. Mach es dir gemütlich, denn du bist sicher getragen in dieser Welt. Erkenne deine Einzigartigkeit und lebe sie. Lasse deine Größe zu. Eine letzte Karte für die nächsten 14 Tage. Ich finde, das ist ein sehr schönes Reading. Das ist, ja, hier ist der Bär mit dem Thema Genesung, Schutz, Größe. Und unten haben wir die Übergangsphase mit dem Steinkreis. Also eine sehr spirituelle Zeit, auch wo die Sonne liegt, im Haus der Sonne, eine ganz genesende Energie. Ja, und mit dem Bären kommt so die Erinnerung, dass wir genesen, dass wir auch Genesung zulassen sollen. Der Bär ist eben auch die Karte der Medizin sozusagen. Man ist stark geerdet, es darf Genesung geschehen, ein Thema, eine Situation wird gelöst und man darf vertrauen, dass alles gut ist. Der Bär soll hier auch Stärke und Zuversicht mitgeben, ein stabiles Fundament, auf dem wir stehen, damit wir den Herausforderungen des Lebens begegnen können. Und unser Fundament, unser Haus liegt hier tatsächlich so, dass die Wunscherfüllungskarte drin ist. So, der Glücksimpuls, dann hören wir auf. Der Schutzengel begleitet uns. Ich wünsche euch schöne nächste 14 Tage. Ich drücke euch bis bald.